Task Forces der SCP Foundation, MTF Alpha 1, Red Right Hand. MTF Alpha 1 ist die direkte mobile Einsatztruppe des O5-Rats, die ausschließlich dessen Willen durchzusetzen hat. Aufgrund ihrer Natur besteht die Einsatztruppe aus den besten und loyalsten Agenten. Das Verfahren Aurum, SILKWORM, ist eine erforderliche Voraussetzung, um den Elite-Mitgliedern von Alpha 1 beizutreten. Die meisten Mitglieder waren ehemaliges Klasse-D-Personal, dessen Gehirne nach wiederholter Aussetzung gegenüber Anomalien und Amnesika für die Manipulation der Aufseher empfänglich wurden. Andere wurden einer normalen Rekrutierung unterzogen, wie beispielsweise die ehemalige Zugführerin Raina Tariq Sattar und Leutnant Lucian Greaves. Da sie nur in Fällen eingesetzt werden, die äußerste Diskretion und strenge Sicherheit erfordern, sind alle Dateien, die Alpha 1 betreffen, nur für Personen mit einer Sicherheitsfreigabe der Stufe 5 zugänglich. Alpha 1 ist für die Überwachung der Operationen von MTF Epsilon 11 Neunschwänziger Fuchs verantwortlich, da Epsilon 11, abgesehen von einigen wenigen Vorfällen, normalerweise in Fällen der inneren Sicherheit eingesetzt wird. MTF Alpha 1 OPCOM überwacht die meisten von Alpha 1 durchgeführten Operationen. Alpha 1 bestand zu 30% aus Analysten, zu 60% aus Administratoren und zu 10% aus dem persönlichen Schutz der Aufseher. Unbefugter Zugriff auf Dateien der Stufe 5 führt typischerweise zum Einsatz von MTF Alpha 1, insbesondere bei SCIP-Net-Dateien auf SCP-001. Darüber hinaus wird MTF Alpha 1 kontaktiert, wenn ein möglicher Fall von E3434 vorliegt. Mitgliedern von MTF Alpha 1 ist es untersagt, SCP-3791 in der stillgelegten Einrichtung US-61 zu betreten. Das medizinische Personal von MTF Alpha 1 ist verpflichtet, alle Behandlungen im Zusammenhang mit SCP-4470 durchzuführen. Alpha 1 wurde auch SCP-5008 zugeteilt, wodurch Informationen zu dem Gerät unterdrückt wurden.